Spenden von der Steuer absetzen. Ja, natürlich ist das möglich. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist es traditionell so, dass die Spendenfreudigkeit der Menschen steigt. Deswegen meine Erinnerung an Sie: Denken Sie daran, Ihre Spenden in der Steuererklärung im nächsten Jahr zu erfassen. Die Spenden sind nämlich als Sonderausgaben steuerlich abzugsfähig. Wie das im Einzelnen aussieht und welche Möglichkeiten es gibt, sehen wir uns im Einzelnen gleich an. Bleiben Sie dran und schauen Sie unbedingt bis zum Ende. Spenden sind als Sonderausgaben steuerlich abzugsfähig. Und zwar sind es Spenden für steuerbegünstigte Zwecke. Dazu zählen die Zuwendungsbestätigung, der Mitgliedsbeitrag, Sachspenden und auch der Verzicht auf Erstattungsanspruch. Die Zuwendungsbestätigung für Ihre Spende müssen Sie natürlich nicht mehr Ihrer Steuererklärung beifügen. Sie müssen diese Bestätigung aber dem Finanzamt dann vorzeigen, wenn das Finanzamt eine Spendenbescheinigung anfordert. Früher haben Sie Ihre Spendenbescheinigung per Brief durch die gemeinnützige Organisation erhalten. Das hat sich aber ab 2017 geändert, denn die gemeinnützigen Organisationen können Ihnen die Spendenbescheinigung seit 2017 eben auch per Mail zusenden. Die Form der Spendenbescheinigung bleibt dadurch erhalten. Einen Pauschbetrag für Spenden, den das Finanzamt anerkennen muss, zum Beispiel 100 € sind da so üblich, gibt es nicht. Allerdings erkennen einige Finanzämter dennoch ohne Nachweis Spenden bis 100 € an. Eine elektronische Übermittlung der Spenden ist ebenfalls möglich. Der Spendenempfänger hat die Möglichkeit, die Zuwendungsbestätigung über Ihre Spende elektronisch an das Finanzamt zu übermitteln. Damit Ihnen die Spende beim Finanzamt zugeordnet werden kann, benötigt der Spendenempfänger allerdings Ihre Steueridentifikationsnummer. Der Vorteil der direkten Übermittlung ist eben, dass Sie den Nachweis über die Spende nicht mehr erbringen müssen, ne? So, dann gibt es noch Spenden in Katastrophenfällen und Flüchtlingshilfe. Also zur Linderung der Not in Katastrophenfällen kann die Bundesregierung bestimmen, dass folgende Vereinfachung anzuwenden ist. Das ist einmal bei der Einzahlung Ihrer Spende auf eines der dafür eingerichteten Sonderkonten gilt ein vereinfachter Spendennachweis. Also Sie müssen dem Finanzamt als Nachweis Ihrer Spende nur den Einzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung vorlegen. Und bei Online-Banking reicht ja der PC-Ausdruck. Sie brauchen in solchem Fall keine Spendenbescheinigung. Eine weitere Sache ist die, wenn Sie im Katastrophenfall oder bei Flüchtlingshilfe auf einen Teil Ihres Arbeitslohnes zugunsten der Katastrophenopfer verzichten, dann ist dieser Betrag steuerfrei. Auch mittelbare Spenden, zum Beispiel an einen Sportverein, Bildungsverein, Kleingartenverein oder Brauchtumsverein, dürfen Sie absetzen, wenn die Spende an die Opfer der Katastrophe gehen. Beihilfen und Unterstützung des Arbeitgebers an Arbeitnehmer, die von der Katastrophe unmittelbar betroffen sind, können zum Teil steuerfrei ausbezahlt werden. Ja, Spenden sind begünstigt, wenn sie eben gemeinnützig für mildtätige oder kirchliche Zwecke sind, aber alles, was Spaß macht, wird natürlich steuerlich nicht gefördert. Das sind zum Beispiel also Vereine für Tierzucht, Pflanzenzucht, Kleingärtnerei, Faschingsvereine, Soldaten- und Reservistenbetreuung, Amateurfunk, Modellflug, Hundesport, Fasching, Pflanzenvereine hatte ich schon erwähnt. Dann gibt es die Möglichkeit, an politische Parteien zu spenden. Diese Zahlungen können bei ledigen bis zu einer Höhe von 1.650 € und bei zusammenveranlagten eben bis 3.300 € zu 50% direkt von der Einkommensteuerschuld abgezogen werden. Darüber hinausgehende Beträge sind als Sonderausgaben abzugsfähig bis zu einem Betrag ebenfalls 1.650 bei ledigen und 3.300 bei verheirateten oder zusammenveranlagten. Dann haben wir die Spenden an Wählervereinigungen. Geben Sie an, welche unabhängigen Wählervereinigungen Sie versorgt haben mit Ihrer Spende oder Beiträge geleistet haben. Auch diese Zahlungen können bis zu einer Höhe von 1.650 € bei ledigen und bis zu 3.300
Euro bei zusammenveranlagten Ehepartnern geltend gemacht werden, genau wie bei den Spenden an politische Parteien. Also die werden dann zu 50% direkt von der Einkommensteuerschuld abgezogen. Bei den Spenden an Wählervereinigungen ist aber so, dass der darüber hinausgehende Betrag nicht begünstigt ist. Bei den Spenden an politische Parteien hatten wir ja noch zusätzlich einen Betrag von 1.650 Euro bei ledigen bzw. 3.300 Euro bei Zusammenveranlagten, die dann noch zusätzlich als Sonderausgaben abzugsfähig sind. Ja, dann haben wir noch Spenden in den Vermögensstock einer Stiftung und es gibt auch noch Spenden, die geleistet werden, die außerhalb der Europäischen Union oder des europäischen Wirtschaftsraumes erfolgen. Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke an Organisationen im EU- oder EWR-Ausland sind begünstigt. Der Spendenempfänger muss aber dieselben Voraussetzungen erfüllen wie ein inländischer Spendenempfänger. Sie müssen dem Finanzamt nachweisen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. Und dazu werden vielleicht geeignete Unterlagen, zum Beispiel die Satzung, ein Tätigkeitsbericht, die Aufzeichnungen des Spendenempfängers über die Vereinnahmung von Zuwendungen und deren zweckgerechten Verwendung oder auch eben Vorstandsprotokolle. Also eine einfache Zuwendungsbescheinigung des ausländischen Empfängers reicht dem Finanzamt in diesem Fall nicht aus. Es kommt öfter schon in der Praxis vor, dass die Spenden außerhalb der Europäischen Union oder des europäischen Wirtschaftsraumes erfolgen. Also achten Sie hier genau auf Ihre Nachweise, dass Sie auch im Endeffekt einen steuerlichen Vorteil haben. Ja, das war's im Prinzip. Also die Spendenbereitschaft in der Weihnachtszeit, wie gesagt, die ist ja gut und lobsam, aber vergessen Sie nicht, die Nachweise aufzuheben. Das war jetzt nochmal kurz ein Überblick zum Thema Spenden und nochmal ein wichtiger Hinweis. Also alle, die kirchensteuerpflichtig sind, haben bei Spenden eine steuerliche Auswirkung ab dem 1. Euro. Wenn Sie keine Religion haben, dann bekommen Sie ja in Ihrer Steuererklärung automatisch diesen Sonderausgabenpauschbetrag in Höhe von 36 Euro bei ledigen und in Höhe von 72 Euro bei zusammenveranlagten Ehegatten oder Ehepartnern, Lebenspartnern. Und da wirkt sich natürlich dann eine Spende erst, also bei ledigen, über 36 Euro aus und bei Verheirateten über 72 Euro. Also achten Sie darauf, dass Sie, wenn Sie jetzt zu Weihnachten gerne spenden, auch Ihre entsprechenden Nachweise haben. Und aber auf jeden Fall tun Sie ja etwas Gutes. Vergessen Sie nicht, hier unter dem Video sich meinen kostenlosen Report zu sichern in 7 Schritten zur Steuererklärung. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und ansonsten alles Gute, eine schöne Adventszeit wünscht Ihnen Jutta Martin.